Moin meine Freunde des Selbsterzeugen-Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Hands-Free One. Ich habe gerade den 1,5-stündigen Livestream hinter mir, wo wir live Fragen und Antworten zu dem Hands-Free One hatten. Und für alle, die nicht dabei sein konnten, ja, werde ich dieses kleine Video nochmal machen. Wie ihr aktuell seht, habe ich den Hands-Free One noch auf. Wir laden das Smartphone, mit dem ich gerade filme, von der Hands-Free 1 Power Station, und auf meinem Rücken habe ich auch noch ein No-Name 40 Watt Panel, welches ich mit Karabinern befestigt habe. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, was ihr mit dem Hands-Free so machen könnt, beziehungsweise auch einfach meine persönliche Meinung zu dem Hands-Free. Genau, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir hier ein schönes Plätzchen finden, wo ich den ganzen Hands-Free mal absetzen kann, und dann zeige ich euch einfach mal, was wir da so verschiedene Fächer haben. Bis gleich. So, ich glaube, hier haben wir ein ganz nettes Plätzchen gefunden. Auch wenn es nicht allzu lange ruhig bleibt, weil hier mal ein Trecker hin und her fährt, aber okay. Gucken wir uns das einfach mal an. Hier haben wir den Hands-Free One in all seiner Pracht. Ja, wir haben hier die Power Station, das USB-C-Kabel ist hier mit meinem Handy verbunden, um das Ganze währenddessen aufzuladen. Wir haben hier unten den XT60-Stecker, womit der Hands-Free aufgeladen wird. Und hier das entsprechende Solarpanel, welches nicht vom Bluetti ist, sondern irgendeine No-Name-Marke. Wir haben hier den MPPT, womit dieser Rundstecker verbunden ist, und der Rundstecker letztendlich mit einem MC4-Adapter. Wir können hier sehen, gibt es extra Laschen, wo wir mit Karabinern das Solarpanel einhängen können, links und rechts. Und auch hier seitlich haben wir noch jeweils für eine Trinkflasche Platz, oder für, wie ich das gemacht habe, für überschüssige Kabel, dass sie nicht überall rumhängen. Genau, hier ist mal eine Trinkflasche drin. Und genau, dann wir haben hier ein kleines Fach, wo wir so Kleinigkeiten reinlegen können. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber der Stoff reflektiert in der Sonne auch ziemlich. Das liegt an so einer Art Gummibeschichtung, damit der ein bisschen wasserabweisend ist. Wir haben hier oben die Möglichkeit, diese Reißverschlüsse hier so reinzustecken, um das Fach dann mit einem PIN-Code zu schützen. Auch ziemlich cool. Wenn wir hier mal reingucken, sehen wir hier mal mein Portemonnaie drin, und hier dieses Fach sind alles in so kleine einzelne Fächer unterteilt. Das heißt, man kann dann da so Kameraobjektive oder weiß ich nicht, Drohnenteile, wie auch immer, reinpacken. Dann haben wir hier überall am Rucksack irgendwelche Schleifen und hier so Durchführungen, nenne ich es mal. Also alles ziemlich cool gemacht. Wenn wir auch nochmal hier vorne am Träger gucken, haben wir hier, zumindest glaube ich, dass das eine GoPro-Halterung ist. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Bügel, wo man sich dann noch was ranhängen kann, zum Beispiel eine Tasse etc. Hier haben wir jeweils Ventilation Area, also wo Luft zirkulieren kann. Hier hinter befindet sich nämlich das Hands-Free One. Und das ist alles Gummi, wo dann hier, kann man hoffentlich ein bisschen sehen, wo dann die Luft ein bisschen zirkulieren kann. Genau, ganz unten für die Taille haben wir hier noch solche Stützer auf beiden Seiten, die das einfach ein bisschen stabilisieren sollen, wenn man läuft. Hier haben wir zusätzlich noch kleine Taschen. Auf der Seite befindet sich so ein kleines Regencape. Also wenn es mal wirklich nass werden sollte, dann könnt ihr hier dieses Regencape rausholen. Und auf der Seite habt ihr diese Tasche auch. Genau, die ist standardmäßig aber leer. Wir haben hier etwas Rückenpolsterung. Hier etwas
Freiraum, um ein bisschen Luft zirkulieren zu lassen. Bin jetzt 1,5 Stunden damit gelaufen, kann euch sagen, es wird trotzdem ziemlich warm, besonders hier in dem Bereich. Kann auch an meiner schwarzen Jacke natürlich liegen, aber es ist nicht so super, nicht so, wie man das von einem 500 € Outdoor-Bag kennt. Also es ist eher nichts für super lange Wanderungen. Genau, dann haben wir natürlich hier noch das große Hauptfach. So, also so groß ist das gar nicht. Ich habe mir hier für meine kleine Wanderung einen Snack eingepackt. Und hier unter, das kann man mit so einem Klettverschluss aufmachen. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, weil ich nur eine Hand habe. Aber das kann man aufmachen, den Klettverschluss. Und darunter befindet sich dann der Hands-Free One. Das heißt, den Akku, den entnehmt ihr immer hier durch das Hauptfach. Nicht durch die Seite. Also man kann das Hands-Free nicht hier seitlich reinschieben. Die Öffnung ist tatsächlich ein bisschen kleiner als der Hands-Free selber. Kann also nicht rausfallen. Genau. Ja, jetzt kommt der Traktor. Ich bin gleich wieder da. So, Traktor ist durch. Dann können wir weitermachen mit den Fächern. Wie gesagt, hier mit das Hauptfach. Da ist gar nicht mal so viel Platz. Was übrigens sehr cool ist hier dieser Bluetti Leder Badge. Finde ich mega cool. Kleines, nettes Detail. Genau unter dieser Klappe, wie gesagt, befindet sich der Hands-Free One. Wenn ihr die Powerstation gerade nicht nutzen wollt, ja, dann könnt ihr diesen Klett lösen und entsprechend den vollen Stauraum nutzen. Genau, dann haben wir hier ein Fach, das lässt sich abschließen mit einer Tastenkombination, die ihr selbst festlegen könnt. Und da könnt ihr also diese Reißverschlüsse hier so reindrücken, Tastenkombination festlegen und dann ist das Ganze entsprechend abgeschlossen. Genau, da haben wir hier, ich mache das mal ein bisschen näher auf. Gehen wir mal einen Ticken zur Seite, so. Da haben wir hier so ein Structured nennt sich das. Ja, also wir haben hier überall so kleine Fächerchen. Ich habe hier oben mein Portemonnaie reingelegt. Er ist so für Kameraobjektive gemacht. Hier haben wir ein Fach für einen Laptop. Auch ziemlich cool. Genau. Und dann gucken wir nochmal zum nächsten Fach. So, und das Fach ist auch ganz interessant. Wie man sieht, haben wir hier so einen Kreuzverbinder. Ja, also man kann hier theoretisch so Sachen reinlegen, die ein bisschen größer sind, aber geschützt sein müssen, dass sie nicht hin und her fliegen. Ja, ich finde, das Ganze erinnert sehr stark an so einen Reisekoffer, wo man die Klamotten so reinlegen kann. Dann zurrt man das hier fest, damit die Klamotten halt nicht hin und her fliegen. Genau, dann haben wir hier diverse so kleine Netzfächer, die alle mit einem Reißverschluss zugemacht sind. Ich sehe, ich habe hier noch eine von diesen Feuchtigkeitstüten drin. Also diese kleinen Plastikkugeln sollte man rausnehmen. Wenn die auskippen, hat man eine riesen Sauerei. Genau, sonst geht der Rucksack hier auch noch ein ganzes Stück weit tief runter. Also hier immer noch so kleine Taschen ohne Reißverschluss. Genau, also hier kann man, wie gesagt, irgendwas Großes unterpacken und hier nochmal relativ viel Kleinkram. So, dann gucken wir mal, dass ich das Fach hier wieder zubekomme. Das ist mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. Genau, ansonsten finde ich den Hands-Free eigentlich echt schick. Ich habe hier die Hands-Free 1 Variante meine ich natürlich. Also den etwas kleineren, wenn ich das jetzt recht erinnere, hat der 42 Liter und der größere meine ich 60. Ja, da nagelt mich jetzt aber bitte nicht drauf fest. Das Datenblatt habe ich jetzt, während ich hier laufe, gerade nicht zur Hand. Genau, hat aber mehr als genug Platz. Was übrigens auch sehr clever ist, ist diese Lasche. Das können wir auf der Seite sehen. Ja, wenn wir diese Gummiabschutzmatte hochkleben, binden wollen, genau, dann kann man diese Lasche wunderbar nutzen und dann flattert die halt auch nicht so rum. Genau. Ja, alles in allem wirklich ein gelungener Rucksack. Preis ist wie immer Ermessenssache. Jetzt in dem Frühlingssale war der, glaube ich, mit der Powerstation, also Rucksack plus Powerstation, bei roundabout 350 €. Ist natürlich viel Geld. Aber es kommt ungefähr hin. Die Hands-Free 1 hier ist technisch
wie eine AC2A. Der Rucksack kostet, glaube ich, knapp über 100 Euro. Ja, also kommt das preislich ungefähr hin. Ihr bezahlt beides einzeln zusammen dann irgendwas mit 300 Euro. Ja, also die AC2A kostet knapp 150, 200 Euro. Der Hands-Free kostet, glaube ich, 120 alleine. Ja, da kommt bei so 300 Euro kommt das ungefähr hin. Genau, Solarpanel ist immer extra. Da könntet ihr zum Beispiel das PV60F kaufen. Das würde dann zum Beispiel hier auch in dieses Fach, was ich gezeigt hatte. Hier, also da ist mein KitKat drin, lecker. Hier über locker noch reinpassen. Und ja, dann wäre das Ganze ein bisschen schicker. Wie gesagt, bei mir ist das hier ein nicht Blue Yeti Panel. Das passt nicht so 100 Pro, aber es erfüllt seinen Zweck ungefähr. Genau, und das Ganze ist hier eher so ein bisschen Proof of Concept. Und wenn ihr Fragen zu dem Hands-Free habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch im Forum, wenn ihr das als Beitrag liest. Ja. Schreibt mir sämtliche Fragen zu dem Hands-Free einfach in die Kommentarspalte. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Seth mit Strom.